Interview vom 6. April für den Internationalen Roma-Tag am 8. April. Frau Mentgen vom Redaktionsnetzwerk Deutschland im Gespräch mit Marco D. Knutzen vom Bildungsverein der Roma zu Hamburg. Wie äußert sich Antiziganismus, also Rassismus gegen Roma und Sinti, heute noch? Antiziganismus zeigt sich seit ungefähr 600 Jahren und ist aufgekommen mit dem Auftauchen der Roma, dem Osmanischen Reich und dem Islam, von dem sich Europa bedroht gefühlt hat. Daher kommen auch die Vorurteile, die bis heute bestehen. Da wäre zum Beispiel das historische Vorurteil, dass wir Spione der Türken sind oder, dass wir die Pest bringen. Diese Ängste sind nie aufgearbeitet worden. Antiziganismus wird wie ein europäischer Kulturkodex unhinterfragt von Generation zu Generation in der Mehrheitsbevölkerung weitergegeben. Was genau meinen Sie mit einem europäischer Kulturkodex? Ich meine damit die antiziganistischen Vorurteile. Sie werden genährt durch die Bilder im Kopf, die jeder Europäer hat und die Merkmale widerspiegeln sollen, die Zigeuner haben. Also, dass wir Asoziale seien oder Kriminelle. Das war das Hauptargument der Nationalsozialisten, warum wir in die Konzentrationslager gesteckt wurden. Nicht aufgrund unserer Ethnie, sondern aufgrund des Konstrukts des kriminellen Zigeuners. Das war auch die Begründung vor den Gerichten nach Kriegsende, als uns die Entschädigungszahlungen verweigert wurden. Es wurde gesagt, gegen uns habe es keinen Völkermord gegeben und die Verfolgung sei zur Vorbeugung von Kriminalität gewesen. Während der Zeit des Nationalsozialismus wurden bis zu 500.000 Sinti und Roma ermordet. Viele Menschen wissen das nicht. Warum ist das Ihrer Meinung nach so? Es hat bis 1982 gedauert, bis Helmut Schmidt als Bundeskanzler den Völkermord an den Roma und Sinti während der NS-Zeit als solchen formuliert hat. Bis dahin wurde den Leuten gesagt, dass es keinen systematischen Völkermord an uns gab. Im Falle der Juden gab es Wissenschaftler, die nach Kriegsende sofort den Antisemitismus als Hauptübel ihrer Verfolgung während der NS-Zeit erkannten und bei der Aufarbeitung halfen. Deswegen wissen wir, was Antisemitismus heißt. Antiziganismus hingegen ist immer noch ein Fremdwort. Also fehlt es an einer massenhaften Aufklärung. Richtig, aber dieses Zigeunerbild hatten nicht nur Nazis hierzulande, das herrschte in ganz Europa vor. Alle Länder wollten Roma loswerden. Da braucht es eine europaweite Aufklärung. Was muss sich noch in Sachen Aufklärung ändern? Jedes Mal, wenn über Antisemitismus in der NS-Geschichte geredet wird, muss auch über Antiziganismus geredet werden. Geschichte wird geprägt und weitergegeben. Wenn man sich Dokumentationen über die Verfolgung anschaut, hört man selten etwas von der Verfolgung der Sinti und Roma. Die Aufklärung über den Völkermord ist konsequent unter den Tisch gefallen. Wie wirkt der Rassismus ins Heute? Der Rassismus hat sich gehalten und wurde nie hinterfragt. Ein Beweis dafür war die kranke Diskussion in der WDR-Sendung Die letzte Instanz über das Zigeunerschnitzel. Wir müssen ehrlich sein, hätten diese Promis so über Antisemitismus gelästert, wie sie es über Antiziganismus getan haben, dann hätten sie ihre Karriere an den Nagel hängen können. Die letzte Instanz war ein großes Thema, weil die Show Stammtischgespräche offenlegte von Menschen, die Rassismus abtun. Könnten Sie einmal erklären, warum das Wort Zigeuner rassistisch ist? Es ist ganz einfach, Zigeuner ist eine rassistische Fremdzuschreibung, die uns mit Stereotypen besetzt und die wir selber nie benutzt haben. Mit dem Begriff verbinden sich automatisch negative Bilder, die Angst auslösen und verhindern, dass man uns als Individuen wahrnimmt. Letztendlich ist es eine Frage des Respekts und, ob man jemanden mit einem Namen nennt, den er nicht möchte. Sollte man in einem Gespräch über Antiziganismus Zigeuner als Z-Wort abkürzen?
Ich muss das Wort aussprechen, um den Teufel zu benennen. Es gibt aber keine Rechtfertigung dafür, es außerhalb des Rassismusdiskurses zu nutzen. Ich muss aber Zigeuner sagen, um zu erklären, welche Bilder bei den Menschen hervorgerufen werden. Wie sieht es bei Menschen aus, die nicht Sinti oder Roma sind? Solange niemand mit dem Begriff bezeichnet wird, kann Zigeuner in sachlichen Diskussionen benutzt werden, um dem Rassismus auf den Grund zu gehen. Im alltäglichen Leben hat er keine Rechtfertigung. Inwiefern führt die Anpassung von Sprache zu weniger Rassismus? Sprache ist ein Mittel, um auf die Diskriminierung aufmerksam zu machen und um sie zu entblößen. Wenn ich nicht verstehe, was rassistisch ist oder andere als rassistisch empfinden, dann kann ich es auch nicht korrigieren. Viele Sinti und Roma verheiraten